Hallo, hier ist wieder euer Markus. Nun also die Veröffentlichung meines Videos, wie angekündigt, warum Deutschland heute so ist, wie es ist, warum die Menschen in Deutschland so sind, wie sie sind, warum sie keine Arsch in der Hose haben, sich nichts trauen, sie sehr oft verwirrt sind und sie sehr oft auch keinen klaren Gedanken fassen können. Ganz einfach. Das liegt daran, weil 1945 die Alliierten nicht nur Deutschland militärisch besiegt haben, sondern weil sie auch dort angefangen haben, etwas zu implementieren in Deutschland, das dazu führt, bis zum heutigen Tage, dass wir unsere Fähigkeiten, unsere Potenziale nicht entfalten können. Und das ist jetzt gerade noch sehr freundlich ausgedrückt, denn ich möchte nicht vorgreifen. Ich könnte euch das alles auch selber persönlich jetzt gerade erzählen, aber ich möchte lieber jemand anders sprechen lassen, nämlich Professor William Toel. Mr. Toel ist Amerikaner. Er macht gerade eine Tour durch Deutschland. Herr Toel ist zum 31. Mal in Deutschland. Er ist ein großer Freund der Deutschen, um nicht zu sagen, dass er die Deutschen liebt. Und er hat sehr tiefgehende Beziehungen und Informationen in und um Amerika und auch erst recht um das deutsche Volk. Und ihm war es eine Herzensangelegenheit, uns darüber zu informieren, was mit uns getan worden ist und noch immer getan wird. Hört bitte sehr, sehr gut zu, denn es betrifft das Leben eurer Kinder, eurer Enkel und euer eigenes natürlich. Bitte teilt dieses Video auch sehr, sehr, sehr ausgiebig, denn diese Information hier sollte jeder Deutsche zumindest zur Kenntnis genommen haben. Was er damit macht, ist seine persönliche Entscheidung. Nun, lasst uns beginnen, Mr. Professor Toel. Danach sage ich noch etwas dazu und vor allen Dingen auch, wie wir aus dem Problem rauskommen. Also eine Lösung. Mr. Toel. In mid-1943, we were confident. We, when I say we, I mean the United States, I mean Britain, I mean at this time Free French, and 28 other people who formed the Allies. 1943 hatten wir das Selbstvertrauen, das waren die Briten, das waren die Franzosen, das waren die Amerikaner und die anderen, die die Alliierten bildeten. We were confident that we would win and that by November of 1944 the Germans would be finished. Wir hatten Zuversicht, dass wir gewinnen würden und dass im November 1944 die Deutschen am Ende gewesen sein würden. They didn't know you very well. Die kannten euch nicht sehr gut. The problem is they didn't know you at all. Das Problem ist, sie kannten euch überhaupt gar nicht. The people in this Allied effort had no idea who Goethe or Schiller or Kant, no idea who they were. Die Alliierten hatten keine Ahnung davon, wer Goethe oder Schiller oder Kant war. They had never heard Bach or Beethoven or Brahms or Haydn. Die hatten noch nie von Bach, Beethoven, Brahms oder Haydn gehört. They had no idea what you were in love with in Germany. Die hatten keine Ahnung von dem, worin die Deutschen verliebt waren, was sie mochten. All they knew was that you had to be destroyed militarily and destroyed as Germans. Alles, was sie wussten, ist, ihr hättet zerstört werden müssen auf militärische Art und Weise und in the last one was? Both militarily and destroyed in the mind. Und im Geiste zerstört werden. Sorry. So we got together over 200 of the finest minds in the world. Dann haben sich die 200 feinsten Geister in der Welt versammelt. In a place northwest of London called Bletchley Park. In einem Platz nordwesten von London, das heißt Bletchley Park. These were almost all civilians, brilliant academics and scientists and writers. Das waren fast alles Zivilisten, brillante Akademiker und Schriftsteller. They were given unlimited amounts of money and resources. Die hatten einen unbeschränkten Zugang zu Geld und zu Ressourcen. They had no goal, military goal. Sie hatten kein militärisches Ziel. They only had one goal. Sie hatten nur ein einziges Ziel. And that was to destroy the German mind,
the German heart, the German soul, and the German Geist. Es ging allein um die Zerstörung des deutschen Seele, des deutschen Geistes und des deutschen Denkens, Denkgutes. The world could not compete with you, Die Welt konnte nicht mit euch im Wettbewerb treten, mit euch Schritt halten. and they were tired of fighting with you, Und die hatten es satt, gegen euch zu kämpfen. so they simply decided to do away with you. Also haben sie gesagt, okay, dann einfach weg mit den Deutschen. The Morgenthau plan seemed a little bit too harsh. Der Morgenthau-Plan schien etwas zu streng zu sein. So they came up with a psychological operation Also entwickelten sie eine psychologische Operation, PsyOp. that was the best ever conceived, Und das war die beste, die jemals entwickelt wurde. and it worked. Und es funktionierte. You can see it in all over Germany today. Man sieht es überall in Deutschland heutzutage. Because the cruel part of it was there was no escape hatch for you. Das Gemeine an dem Ganzen war, es gab keinen Fluchtweg für euch. So I'm here to tell you about what happened so that you can truly be free. Und ich erzähle euch, deswegen bin ich hier, ich erzähle euch, was passiert ist, damit ihr euch wirklich befreien könnt, frei sein könnt. In May of 1945, when you were flat on the ground, Im Mai 1945, als ihr flach auf dem Boden lagt, that's when we inculcated this into you. dann haben wir das in euch infiltriert, eingebracht. We threw away all of your school textbooks. Wir haben eure ganzen Schulbücher weggeschmissen. We threw away all of your history books. Eure ganzen Geschichtsbücher wurden auch weggeschmissen. And we simply implanted into your mind an all new way to think German. Und dann haben wir eine ganz neue Art und Weise des deutschen Denkguts in euer Gehirn implantiert, eingepflanzt. We thought that it was absolutely necessary. It was something that had to be done. Wir dachten, es wäre eine absolute Notwendigkeit, etwas, was getan werden musste. We had no idea who you were, Wir hatten keine Ahnung dessen, wer ihr seid. but you were certainly evil. Aber ihr wart auf jeden Fall was ganz Böses. So whatever we did was fully justified. Also, was immer wir getan haben, es war vollkommen berechtigt. The problem is that in reality, it was a war crime. Aber in der Realität war es ein Kriegsverbrechen. The effects of it are still here today in a negative way. Die Auswirkungen sind heute noch zu sehen, und zwar auf eine negative Art und Weise. I will read to you what they accomplished at Bletchley Park. Ich werde euch mal jetzt vorlesen, was sie in Bletchley Park geschafft haben, erzeugt haben. They were so proud of what they did, these 200 and some civilians, that many of them received the highest honor, the Victoria Cross. Sie waren so stolz darauf, was sie geleistet haben, diese 200 Zivilisten, dass sie auch noch ausgezeichnet wurden mit diesem Victoria-Kreuz. They were greater heroes than the military heroes. Sie waren größere Helden als die vom Militär. But it was so top secret, it has never leaked. Aber es war so streng geheim und da ist nie etwas daraus gesickert. It makes you extremely easy to control. Es führt dazu, dass ihr sehr leicht kontrollierbar seid. And even your own chancellors and leaders have used it well. Und sogar eure eigenen Kanzler und Führungskräfte haben das sehr gut angewandt. Draußen, we can understand. Draußen kann man es verstehen. But your own leaders, that's hard to understand. Aber das ist eine harte Nuss zu knapsen, dass es eure eigenen Führer mit euch gemacht haben. Das ist eine harte Nuss zu schlucken. So here is what they accomplished. Und das ist, was sie vollbracht haben. They removed the vitality and the virility from Germans. Die haben die Vitalität und die Kraft der Deutschen entfernt, entzogen.
Kraft entzogen. They virtually erased your history, Die haben eure Geschichte quasi komplett ausradiert, ausgelöscht. which was full of magnificent achievements and heroes and wonderful Und diese experiences. Geschichte war voll mit wundervollen Helden, mit wundervollen Taten und wundervollen Erfahrungen. Das wurde komplett ausgelöscht. And they replaced it with a history that would always keep you feeling off base, confused, and a little bit sad. Und es wurde ausgetauscht mit einer Geschichte, die euch immer, ihr fühlt euch ständig fehl am Platz, nie am richtigen Ort und auch sehr traurig. Das war die Wirkung dieser Geschichte, die eingepflanzt wurde. And they purposely took one of the finest languages in the world and they diluted and distorted it. Und dann haben sie eines der feinsten Sprachen der Welt genommen und haben sie verwässert und auch verzerrt. Removing thousands of words that Germans needed to have rich, full communication. Und es wurden Tausende von Wörtern entzogen, damit die Deutschen eine reichhaltige, eine tiefgehende Kommunikation haben konnten. Rewrote the dictionary Die Wörterbücher wurden neu geschrieben and threw in all kinds of worthless foreign words und haben dann einfach unnütze ausländische Wörter hineingeworfen, to make sure that your conversation was superficial. um es sicherzustellen, dass euer Austausch auf einer oberflächlichen Ebene erfolgt. They also made sure that anyone who was in the press in Germany, whether it be Zeitungen or the radio or later television or internet, they made sure that these people had difficulty in getting a license. Und dann haben sie auch noch sichergestellt, dass jeder, der mit den Medien zu tun hatte, in den Zeitungen oder später im Fernsehen, dass es ihnen schwer gemacht wurde, einen Schein zu bekommen, eine Lizenz zu bekommen. If the press was going to speak to the people, then it had to be from this agenda. Und wenn die Presse mit den Menschen gesprochen hatte, dann nur auf der Grundlage dieser Agenda. Even today, you have no free press. Auch bis heutzutage habt ihr keine freie Presse. They also put in systems to make sure that you were always divided from each other. Dann haben sie auch noch Systeme implantiert, um sicherzustellen, dass ihr ständig voneinander geteilt seid, dividiert seid. That you would always be looking at other Germans as your enemy. Dass ihr auch euer Gleichgesinnten, die Deutschen, als Feinde, sogar als Feinde betrachtet. As versus trying to find the real enemy. Statt den wahren Feind zu suchen. Even today, Germans are divided into small groups, just like we're sitting here today. Auch bis heute sind die Deutschen geteilt in kleine Untergruppen, genauso wie heute, wie diese Gruppe heute. If it's not Corona, it's always something. Und wenn es nicht Corona ist, ist es halt irgendetwas anderes. What we did to you was unfair and unjust. Was wir euch angetan haben, war nicht fair und auch nicht gerechtfertigt. It was done out of hatred. Es wurde aus purem Hass vollzogen. So today, I want you to be free of this mental burden. Und heutzutage bitte ich euch darum, euch dieser mentalen Last zu befreien. It was a lie. Es war eine Lüge. So when you are free, you have to live in the truth. Und wenn ihr frei seid, dann lebt ihr in der Wahrheit. Dann müsst ihr in der Wahrheit leben. All of the mind games have to go away. Diese ganzen Gedankenspiele müssen weggepackt werden, beseitigt werden. Your first chancellor, Konrad Adenauer, played this game. Euer erster Kanzler, Konrad Adenauer, hat dieses Spiel mitgespielt. Anyone from outside of Germany, from Brazil or China or wherever, who came to Bonn, Und wenn jemand aus Brasilien oder China nach Bonn kam, he was very proud to tell them, war sehr stolz darauf, mitzuteilen, these Germans cannot be trusted, either individually or collectively. diesen Deutschen kann man nicht trauen, weder persönlich oder in einer Gruppe, kollektiv.
he used the German word for someone different than himself. Nutzte das deutsche Wort für jemand anderes als er selbst. He also said that the Allies must always be in supervision over Germans. Sagte weiterhin, dass die Alliierten ständig eine Überwachungsfunktion über die Deutschen haben sollten. Even today, you are still an occupied country. Bis heute seid ihr ein besetztes Land. And the last thing he said was that Germans must be held in an iron grip. Und das Letzte, was er noch gesagt hatte, war, dass die Deutschen in einen eisernen Griff gehalten werden sollen. If not, nobody knew what they would do. Und wenn nicht, wüsste niemand, was sie sonst täten. It seems to me that your current CDU chancellor might feel the same way. Mir kommt es heute so vor, dass die heutige CDU-Kanzlerin genauso empfindet. I don't think she trusts Germans. Ich glaube nicht, dass sie den Deutschen traut. She doesn't consult the Länderparlamenten. Sie hat keinen Kontakt mit den Landesparlamenten. And she pays no attention to the parliament in Berlin. Und sie schert sich auch nicht um das Parlament in Berlin. I don't think she believes that you can be trusted with your future. Ich glaube, sie traut euch eure Zukunft nicht zu. Now, no one in this room is strong enough to do anything about this situation. Also niemand hier in diesem Raum hat die Stärke, etwas an dieser Situation zu verändern. With great risk, I can tell you all about the top secret work at Bletchley Park. Mit einem großen Risiko, was ich hier eingehe, kann ich euch etwas berichten über die die größten Geheimnisse, die im Bletchley Park stattgefunden haben. But it's going to be up to you to do something about it. Aber es liegt an euch, etwas damit anzufangen, das umzusetzen. When the perfect storm comes through Germany, there will be fresh air and a door open to freedom. Wenn der perfekte Sturm dann durch Deutschland hindurchfegt, dann wird da eine Tür öffnen und es wird frische Luft geben auf dem Weg zur Freiheit. But what if you don't want this? Aber was wäre, wenn ihr das gar nicht wollt? What if you are addicted to being slaves? Wie ist es denn, wenn ihr zum Beispiel süchtig danach seid, Sklaven zu sein? What if you don't want responsibility? Was wäre, wenn ihr Verantwortungsbewusstsein oder Verantwortung nicht übernehmen wollt? What if you don't want the great difficulty of having a sovereign nation? Wie ist es, wenn ihr nicht mit dieser Schwierigkeit zurechtkommt oder haben wollt, ein souveränes Land zu sein? When you have to make your own decisions, many people outside will be very critical of you. Wenn ihr eure eigenen Entscheidungen trefft, dann werden viele im Außen sehr kritisch das beobachten. They will accuse you of being just like the old Germans. Sie werden euch vorwerfen, genauso zu sein wie die alten Deutschen von damals. You're going to have to learn how to say no and really mean it. Ihr werdet lernen müssen, Nein zu sagen und dazu auch zu stehen und das auch wirklich zu meinen. You're going to have to determine who are your real friends and who are not your real friends. Ihr müsst kennenlernen, unterscheiden können, wer sind die echten Freunde und wer nicht. For friends, real friends, we will do anything. Für wahre Freunde macht man doch alles. I'm here today to tell you that your fellow Germans are your friends. Ich bin hier, um euch heute zu sagen, dass eure Genossen, die Deutschen, das sind eure Freunde. They are your brothers and sisters. Das sind eure Brüder und eure Schwestern. And you need to start treating them much better than you have in the past. Und es wird Zeit, dass ihr sie besser behandelt als in der Vergangenheit. I have been with you a long time. Bin schon seit geraumer Zeit And it bei makes euch. And it makes me very sad to see how negative you are to each other. Und es macht mich sehr traurig, wahrzunehmen, wie negativ ihr einander gegenüber eingestellt seid. How unmercifully you judge each other. Wie rücksichtslos ihr einander bewertet, beurteilt. And that you do not treat each other with the proper respect. Und dass ihr euch nicht den euch zugehörigen Respekt entgegenbringt. Okay.
You're going to have to learn how to love yourself as Germans. Ihr müsst lernen, euch als Deutsche, in eurer Natur als Deutsche selbst zu lieben. And how to love other Germans, even if they're not likable. Und auch die anderen Deutschen zu lieben, auch wenn ihr sie nicht wirklich mögt. You're going to need national unity Ihr braucht eine nationale Einheit, ein Einheitsgefühl, to pull this off. um das Ganze hier durchzuziehen. I am here solely because I love you. Ich bin hier aus einem einzigen Grund hier, weil ich euch liebe. My love for you is deep and very passionate. Meine Liebe für euch, die geht sehr, sehr tief und ist mit einer Leidenschaft versehen. I want you to love each other in the same way. Und ich möchte, dass ihr euch gegenseitig genauso liebt. There is no reason whatsoever for you to feel guilt. Es gibt keinen Grund überhaupt für euer Schuldbewusstsein, für dieses Schuldgefühl. There is no reason for you to feel shame. Es gibt keinen Grund, dass ihr euch einem Schamgefühl hingebt. There is no reason for you whatsoever to not be proud to be German. Es gibt keinen einzigen Grund, der euch daran hindern könnte, stolz darauf zu sein, ein Deutscher zu sein. All of this, people from outside put into your mind. All dies haben Leute von außen in euer Geist eingepflanzt. At the end of World War II, the great German heart, open and generous, Am Ende des Zweiten Weltkriegs war das deutsche Herz groß und offen und großzügig. had to be closed. Und es galt, dieses Herz zu schließen. You had no choice. Ihr hattet gar keine andere Wahl. You had to protect your inner self. Ihr musstet euer Inneres schützen. Your heart was cauterized with fire, Euer Herz wurde verbrannt durch das Feuer. and it remains that way today. Und es bleibt bis heute so. And way behind the heart, Und weit hinter dem Herzen, in a timeless place, in einer Zeit, in einem Ort, wo es keine Zeit gibt, is die deutsche Seele. ist die ursprüngliche deutsche Seele. Dort verbirgt sie sich. It has been hinted to you Ihr habt darüber schon Hinweise bekommen, that this deutsche Seele may have something dark and evil in it. Es wurde euch signalisiert, dass diese deutsche Seele vielleicht etwas Dunkles, etwas Böses in sich trägt. People want you to believe that. Die Leute wollen, dass ihr das glaubt. It keeps you small and down. Es hält euch klein und unten. It keeps you obedient. Ihr seid gefolgsam, gehorsam. And it keeps you fearful of even yourself. Und da sogar in so einer Lage, dass ihr sogar Angst vor euch selbst habt. When a German starts to feel too happy, too good, Wenn ein Deutscher irgendwann sich zu glücklich oder zu gut fühlt, immediately this kicks in and you start feeling bad again. dann tritt dieser Mechanismus sofort in Kraft, automatisch, und ihr fühlt euch wieder schlecht. I have seen into the deutsche Seele. Ich hatte einen Einblick in die deutsche Seele. It is a beautiful place. Es ist ein wunderschöner Ort. It creates, Es erschafft, it is full of love, es ist voller Liebe, it loves German families, es liebt die deutschen Familien, it loves the German way of life, es mag den deutschen Lebensstil, it loves freedom. es liebt die Freiheit. It needs now to be uncovered Und jetzt ist es die Zeit gekommen, es aufzudecken. So, ich möchte wetten, dass das mindestens 99% aller Deutschen nicht wissen, was ihr eben gerade gehört habt. Bitte lasst es die anderen auch wissen.
indem ihr dieses Video teilt, so gut wie es nur geht. Wichtig ist aber, dass wir in der Liebe bleiben oder aber in die Liebe kommen. Denn wie kann man das überwinden? Erstens, es wird demnächst Umstände geben, die ihr euch jetzt noch nicht vorstellen könnt, die dafür sorgen, dass dieses perfide System nicht weiter zur Anwendung kommt. Nummer 1. Deswegen sind aber unser Kopf, unser Geist ist nach wie vor voll damit. Wie können wir das überwinden? Das geht nur über Liebe. Und zwar die Herausforderung wird sein, von nun an jedem einzelnen Deutschen, auch wenn ihr ihn theoretisch nicht leiden könnt oder er euch nervt oder sie, mit Liebe zu begegnen, so gut wie es irgendwie geht. Nicht wieder über irgendeinen Deutschen schlecht zu reden. Ich habe mir vorgenommen, das ab jetzt umzusetzen und ich weiß, ich werde den einen oder anderen Rückfall haben. Das werde ich auch irgendwann in den Kommentaren lesen dürfen, aber nichtsdestotrotz, ja, das ist der richtige und der einzige Weg, wie man damit umgehen kann. Dennoch soll man wahrhaftig bleiben. Ich werde auch versuchen, zukünftig auf der einen Seite wahrhaftig zu sein und auf der anderen Seite in der Liebe zu bleiben, was eine Herausforderung für mich sein wird. Ja, aber es ist so, wahrhaftig bleiben und in der Liebe. Man muss nicht alles beklatschen, was nicht richtig ist in unserem Land. Übrigens, diese über 1000 Wörter, die uns genommen worden sind, werde ich irgendwann veröffentlichen, sobald ich sie zwischen die Finger bekomme. Noch habe ich sie nicht, sodass ihr euch damit auseinandersetzen könnt. Es werden Umstände über uns kommen, die ihr euch jetzt noch nicht vorstellen könnt. Und das Ganze wird in den nächsten Wochen passieren. Und dann wird sich in diesem Land dramatisch etwas ändern. Sage ich jetzt mal so. Als Prophezeiung. Also bitte bleibt der Liebe, bleibt in der Zuversicht, wenn nicht, bekomme Zuversicht. Und freue dich auf das, was kommt. Habt keine Angst, alles wird gut. Aber, nochmal ermahnend, bitte geht auf die Straße und protestiert für die richtigen Sachen. Protestiert dafür, dass unser System, so wie es jetzt vorherrscht, endet und dass wir etwas Neues bekommen. Und wir werden etwas Neues bekommen. Denn hier sind Kräfte am Werk, die weit über das hinausgehen, was unser Menschenverstand und unsere Bildung oder unsere Wissenschaft zwischen Himmel und Erde uns lehren können oder verstehen können. Aber es passiert jetzt gerade und schon bald werdet ihr es sehen können. Ich werde euch weiter auf diesem Weg mitnehmen und ihr werdet von mir hier über diesen Kanal informiert. Nochmal die Bitte, teilt dieses Video und viele andere Videos von mir, denn das sollten alle Deutschen gesehen haben oder erfahren dürfen. In Zukunft wird noch sehr, sehr viel mehr in meinem Kanal diesbezüglich geteilt werden. Ich erlaube dir hiermit mein Video auch zu nehmen und egal wohin anders hochzuladen, zu YouTube, Facebook, was weiß ich wohin oder auf einen USB-Stick. Nur eine Bitte, bitte lass es unverändert, kürze es nicht, verändere nicht die Reihenfolge oder reiß es aus dem Zusammenhang, das möchte ich nicht, das untersage ich. Und bitte teilt auch, wenn ihr es teilt, mit dem kompletten Text, den ich hier drunter veröffentliche, sodass alle Menschen in der Lage sind, die gleiche Information zu bekommen, die wahr ist. In diesem Sinne, meine Freunde, freut euch auf eine geile Zeit. In Zukunft kommt noch viel mehr von mir, aber immer dann, wenn es gerade richtig ist. Ich wünsche euch alles Gute. Euer Markus. Tschüss.